Meine sehr geehrten Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, einen schönen guten Morgen. Ich sehe mit großer Freude, der Beratungsbedarf ist beträchtlich. Das ist schön, dass Sie sich heute Morgen hier auf den Weg gemacht haben, nachdem Sie ja gestern schon das Vergnügen am Rheingold hatten. Und wie Sie wissen natürlich, das dicke Ende kommt noch. Ja, 150 Jahre Bayreuther Festspiele, 1876, der erste Ring hier, den Sie jetzt sehen zurzeit, der unterscheidet sich natürlich ganz geringfügig von dem, was hier vor 150 Jahren passiert ist. Dieser Jubiläumsring, es ist Ihnen schon aufgefallen, ist eben keine Inszenierung, ganz wichtig. Es ist keine Inszenierung mit Rollendarstellern und Bühnenbildern, sondern eigentlich eine konzertante Aufführung mit einer Visualisierung, die von künstlicher Intelligenz erschaffen wurde. Gestern haben Sie sich bereits ein Bild von dieser hypertrophen Bildermaschine machen können. Und nachdem es ja keine Inszenierung im herkömmlichen Sinne gibt, also keine menschengemachte Werkdeutung, und ich ja auch nicht im Einzelnen weiß, was Sie gestern gesehen haben. Ich habe die Generalprobe gesehen, aber was gestern war, war natürlich anders. Und ich auch nicht weiß, was Sie in den folgenden Ringtagen sehen werden, kann ich dazu naturgemäß auch nicht sagen oder erklären. Aus diesem Grund reicht für diesen Ring auch diese eine Einführungsveranstaltung heute, weil damit dann alles gesagt ist. Ich weiß, einige von Ihnen waren gestern schon da, das tut mir sehr leid, aber es ist halt einfach so, es lohnt sich nicht, wirklich jeden Teil einzeln zu erklären. Wir haben gesagt, wir machen es am Walküre-Tag, weil ja viele von Ihnen die Bayreuth so lieben und schätzen, deswegen auch erst um 17:55 Uhr hier ankommen, ja, beim Rheingold. Und da ist halt morgens noch keiner da und man hat gesagt, bei der Walküre kommst du uns nicht aus. Ja, da sind dann alle da, die etwas wissen wollen. Das bedeutet aber auch, dass Sie sich an den folgenden Ringtagen Siegfried und Götterdämmerung vormittags gerne etwas Besseres vornehmen können. Wenn der Kern des Theaters darin besteht, dass Person A Person B etwas vorspielt und dieses so tun, als ob eine ästhetische Fiktion ist, dann haben wir es hier bei dieser Produktion tatsächlich mit einer Art Anti-Theater zu tun. Das ist nur gerecht, denn in den letzten 20, 30 Jahren haben wir ja auch immer wieder Klagen gehört über dieses schreckliche Regietheater. Schießer, Feinripp, Stockbetten, Rollkoffer, Sie kennen das alles, haben wir viele Jahrzehnte ja auch hier lieben gelernt und immer wieder die Frage, kann es denn nicht einfach nur mal schön sein? So, und der Wunsch des Publikums ist natürlich Befehl. Früher hieß es dann immer, na, man kann ja die Augen zumachen, ja. Und deswegen jetzt also mal was Schönes. Künstliche Intelligenz. Sie werden natürlich möglicherweise nicht ganz zu Unrecht sagen, ja, streng genommen ist ja in Bayreuth alles irgendwie künstliche Intelligenz. Aber das stimmt nicht und ich werde gerne versuchen, Ihnen das ein bisschen zu erklären. Da ich davon ausgehe, dass nicht alle von Ihnen Fachleute auf diesem Gebiet sind, so genauso wenig wie ich, werde ich Ihnen etwas zur künstlichen Intelligenz im Allgemeinen sagen, was das eigentlich ist, damit Sie den Hintergrund ein bisschen verstehen und dann eben auch im Speziellen, wie künstliche Intelligenz hier in dieser Produktion eingesetzt wird, was das Konzept ist, damit Sie das ein bisschen besser verstehen und lieben und schätzen können. Werfen wir aber doch zuerst einen Blick auf den Zusammenhang von künstlicher Intelligenz, Kreativität und Kunst, bevor ich dann mit meinem laienhaften Verständnis weitermache mit der Funktionsweise von KI, Konzept und Technik dieses Jubiläumsrings. Denn kaum eine technische Entwicklung
fordert unser Verständnis von Kunst so sehr heraus wie die künstliche Intelligenz. Wird ja auch sehr kontrovers diskutiert und möglicherweise ist die Erfindung künstlicher Intelligenz zu vergleichen mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Das werden unsere Nachkommen dann historisch zu beurteilen haben. Künstliche Intelligenz jedenfalls schreibt Gedichte, komponiert Musik, ja, Beethovens Zehnte haben wir jetzt, ja, malt Bilder und entwirft Inszenierungen. Vieles davon, nicht alles, aber vieles wirkt erstaunlich überzeugend. Es scheint, als beginne die Maschine einen Bereich zu betreten, den wir lange als den genuin menschlichen angesehen haben, nämlich die Kreativität. Doch vielleicht liegt gerade hier auch ein Missverständnis, denn Kreativität ist ja nicht gleichbedeutend, nicht identisch mit Originalität, auch nicht mit handwerklicher Perfektion. Kunst entsteht ja nicht allein dadurch, dass etwas Neues geschaffen wird, sie entsteht dort, wo Form und Bedeutung eine Beziehung eingehen und diese Beziehung wird letztlich von Menschen gestiftet und definiert. Also auch hier wieder keine Panik. Richard Wagner hat sein Werk ja selbst nie als abgeschlossenen Gegenstand verstanden. Das Musikdrama existiert nicht in der Partitur allein. Erst in der Aufführung wird es wirklich zum Kunstwerk. Zwischen den Noten und ihrem Erklingen liegt ein Raum der Freiheit. Der Dirigent entscheidet über Zeit und Atem, die Sänger über Farbe und Ausdruck, die Regie über Bild und Deutung, das Publikum schließlich über die Resonanz des Ganzen. Jede Aufführung ist deshalb nicht bloß eine Reproduktion, sondern eine Interpretation. Gerade darin könnte die künstliche Intelligenz eine überraschende Rolle spielen. Sie muss den Künstler nicht ersetzen. Sie könnte vielmehr zu einem neuen Instrument der Interpretation werden. Sie vermag Quellen zusammenzuführen, historische Bühnenbilder zu rekonstruieren, alternative Lesarten zu entwickeln oder unzählige szenische Möglichkeiten sichtbar zu machen. Sie erweitert den Horizont dessen, was gedacht und vorgestellt werden kann. Doch sie entscheidet nicht, welche dieser Möglichkeiten überzeugen. Diese Entscheidung bleibt Ihnen, dem Publikum, vorbehalten. Denn die Aufführung erschöpft sich nicht in der möglichst perfekten Umsetzung der Partitur. Sie lebt von Spannung und Risiko, von der Erfahrung der Vergänglichkeit. Jeder Ton entsteht nur einmal. Jeder Atemzug eines Sängers, jede Verzögerung des Orchesters, jede Reaktion des Publikums macht den Abend unwiederholbar. Kunst ist hier kein Produkt, sondern ein Ereignis. Vielleicht liegt genau darin die Grenze der künstlichen Intelligenz. Sie kennt unzählige Möglichkeiten, aber keine Notwendigkeit. Sie verfügt über Wissen, aber nicht über Erinnerung. Sie kann Stil imitieren, aber sie kennt weder Hoffnung noch Verlust, weder Begehren noch Angst, weder Schuld noch Erlösung und damit all jene Erfahrungen, aus denen Wagners Musikdramen ihre existenzielle Kraft beziehen. Dennoch wäre es verfehlt, die KI als bloßes technisches Hilfsmittel oder gar als Bedrohung zu betrachten. Jede Epoche hat ihre Werkzeuge hervorgebracht. Die Perspektive veränderte die Malerei, die Fotografie veränderte den Blick auf die Wirklichkeit, die Tonaufzeichnung veränderte unser Hören. Keine dieser Entwicklungen hat die Kunst beendet. Vielmehr haben sie gezwungen oder sagen wir besser motiviert, sich ihrer eigenen Voraussetzungen neu bewusst zu werden. Vielleicht erfüllt die künstliche Intelligenz heute eine ähnliche Funktion. Sie zwingt uns neu zu fragen, worin eigentlich das Wesen künstlerischer Kreativität besteht. Nicht im Hervorbringen von Formen allein, nicht im Erfinden des noch nie Dagewesenen, sondern in der Fähigkeit, Bedeutung zu stiften. Was sie jedoch nicht ersetzen kann, ist der Augenblick, in dem hier im Festspielhaus das Licht erlischt, der erste Akkord erklingt und Menschen gemeinsam eine Erfahrung machen, deren Sinn sich keiner Berechnung vollständig erschließt. Ich glaube, dieser Gedanke hätte Wagner gefallen. Das Kunstwerk ist kein fertiges Objekt,
sondern ein Ereignis der Vergegenwärtigung. Die Partitur ist nur Potenzial. Erst die Aufführung macht das Werk lebendig. In ähnlicher Weise ist KI vielleicht nicht der neue Künstler, sondern ein neues Medium der Interpretation. Sie vergrößert den Raum der Möglichkeiten, aber erst der Mensch entscheidet, welche Möglichkeit zur Wirklichkeit wird. Oder mit der Hermeneutik Hans-Georg Gadamas: Verstehen ist kein Wiederholen des Vergangenen, sondern ein produktives Geschehen, in dem sich Werk und Gegenwart immer wieder neu begegnen. Ganz im Sinne von Wagners Idee vom Kunstwerk der Zukunft. Diese Gedanken, meine Damen und Herren, die Sie hoffentlich überzeugen und Ihnen einen Schlüssel in die Hand geben zum Verständnis dieses Jubiläumsrings, von dem Sie ja gestern bereits das Rheingold erlebt haben, von diesen Überlegungen, muss ich nun leider gestehen, stammt nicht ein einziges Wort von mir, sondern von der KI ChatGPT, die Sie ja vielleicht alle schon kennen. Der Prompt, ja, man hat im Vorfeld wenig Zeit. Und der Prompt, den ich geschrieben habe, lautete: Liebe KI, schreibe eine philosophisch-essayistische, aber leicht verständliche Reflexion über das Potenzial von KI im kreativen Bereich mit Bezug zu Richard Wagner und der Aufführung seiner Werke. Und das, was Sie gerade vorher hörten, ist dabei rausgekommen. Beachtlich, wie ich finde. Es geht jetzt aber nicht so weiter, keine Angst. Aber damit sind wir genau im Kern der spannenden Frage nach Sinn und Zweck dieser Jubiläumsproduktion vom Ring des Nibelungen. Da lohnt es sich, einen Moment drüber nachzudenken, nämlich über die Frage, wie wirklich ist eigentlich die Wirklichkeit? Gibt es eine objektive Realität oder gibt es nur subjektive Wahrnehmung oder, wie wir heute so gerne sagen, Befindlichkeit? Oder ist das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen, in Wahrheit eine Computersimulation? Man könnte ja auf den Gedanken kommen, ja, ich surfe, also bin ich. Die virtuelle Welt wird mittlerweile realer als die empirische Realität. Wie ist also das Verhältnis zwischen dieser empirischen Erfahrungswirklichkeit und der virtuellen Realität? Sie kennen vielleicht den schönen Film Matrix aus dem Jahr 1999 mit Keanu Reeves als Neo, so heißt die Hauptfigur, Neo, auch nicht umsonst. Da gibt es eine tolle Szene, an die ich immer denken muss. Da ist der Neo in dieser Matrix, also in dieser virtuell gestalteten Welt von KI, gab es damals noch gar nicht. Und da ist ein Mann, der isst ein Steak, freut sich darüber. Und der Neo sagt zu ihm: Das Steak ist nicht echt, das ist nur virtuell, du bist in der Matrix. Und dann sagt der Mann, wie ich finde, sehr überzeugend: Ist mir doch egal, Hauptsache es schmeckt. Für das Verhältnis von Ästhetik und Wirklichkeit in der Kunst bedeutet das, dass Theater ja eine ästhetische Fiktion produziert, die als Realität wahrgenommen wird. Denn die materielle Wirklichkeit von Raum und Darstellern ist ja nicht zu bezweifeln. Das ist ja auch das Schöne am Theater, dass wir wissen, dass das, was da vorne passiert, ist echt, ist wirklich, passiert wirklich in dem Moment. Da steht der Vogt und singt den Loge zum ersten Mal. Fast zum ersten Mal. Ja? Aber gleichzeitig ist es eine ästhetische Fiktion, die produziert wird. Das eingangs zitierte Nachdenken der KI über ihre Funktion und Bedeutung für Kunst und Kreativität, die Sie, geben Sie es gerne zu, fahrlässigerweise mir zugeschrieben und zugetraut haben, gibt damit, abgesehen von der unzweifelhaften Plausibilität ihres Inhalts, eine Antwort auf die Frage auch durch sich selbst. Für diesen Ring bedeutet das, abgesehen von den visuellen Erscheinungen, die die KI produziert, deren Sinn und Bedeutung
fungiert die KI sozusagen als Demiurg der gesamten visuellen Ebene dieses Ring. Demiurg ist, glaube ich, das richtige Wort. Altgriechisch Demiurgos, Entschuldigung, bedeutet Handwerker oder Baumeister, bezeichnet also ein formendes Prinzip oder einen göttlichen Schöpfer, der die materielle Welt aus einem bereits bestehenden Chaos ordnet, ohne sie jedoch aus dem Nichts erschaffen zu haben. Die KI als Demiurg. Um zu verstehen, wie die KI nun in diesem Ring ihre Bilder, ihre Visionen generiert, ein Blick auf die Funktion sogenannter Large Language Models, LLMs kurz, ja, denn auch Bilder sind ja Sinn und Bedeutung erzeugende Zeichensysteme. Wie funktioniert nun so ein Large Language Model? 4 Schritte. Zunächst einmal lernt das Modell Sprache aus riesigen Textmengen. Das System wird trainiert, indem es Milliarden von Wörtern, Begriffen aus Büchern, wissenschaftlichen Texten, Klavierauszug, Websites und anderen Quellen lernt. Dabei lernt es natürlich keine Fakten auswendig, sondern erkennt Muster. Zum Beispiel, welche Wörter treten häufig gemeinsam auf? Wie sind Sätze aufgebaut? Wie entwickelt sich ein Gedankengang? Welche Begriffe gehören typischerweise zusammen? Es entsteht auf diese Weise eine mathematische Beschreibung von Sprache. Im zweiten Schritt werden die Wörter dann zu Zahlen. Ein Computer kann natürlich keine Wörter verstehen, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ja. Aber es ist sicher auch schon mal passiert, dass irgendwas hängen geblieben ist. Sie schreien das Ding an, es passiert gar nichts, ja. Er versteht sie nicht. Deshalb wird jedes Wort oder genauer gesagt jedes Token, jedes Wort oder Wortteil in einen Vektor mit Hunderten oder Tausenden Zahlen übersetzt. Diese Zahlen enthalten semantische Beziehungen. So liegen etwa die Begriffe König und Königin, Bayreuth und Richard Wagner, Dirigent und Orchester im mathematischen Raum nahe beieinander. Während zum Beispiel Bayreuth und Pudding eher weiter auseinander sind. Das Modell arbeitet also nicht mit Wörtern, sondern mit hochdimensionalen Zahlenräumen. Die Bilder nun werden getaggt, wie man so schön sagt. Kennen Sie vielleicht den Ausdruck Tag? Das heißt also mit Eigenschaften und Zuordnungen versehen. Zum Beispiel, Sie haben ein Bild und dann wird das getaggt: Expressionismus, Oskar Kokoschka, moderne Ölgemälde, Porträt, Isolation, verzerrt rot. Damit ist das Bild mit einigen Begriffen beschrieben. Jeder einzelne Tag ist ein Token, der in einen Zahlenvektor verwandelt wird. Und die Summe der Vektoren beschreibt dann eben dieses Bild. Alles noch kein Hexenwerk. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, der sogenannte Transformer. Der eigentliche Durchbruch für die künstliche Intelligenz kam nämlich im Jahr 2017, also tatsächlich erst vor 9 Jahren, mit der sogenannten Transformer-Architektur. Ihr Kern ist der Mechanismus der sogenannten Attention. Dadurch kann nämlich das Modell beim Lesen eines jeden Wortes entscheiden, welche anderen Wörter, welche Kontexte sind jetzt wichtig. Beispielsweise erkennt das Modell in dem Satz: Richard Wagner vollendete den Ring in Bayreuth, das Vollendete mit Richard Wagner und Ring zusammengehört und Bayreuth den Ort beschreibt. Und diese Beziehungen werden dann gleichzeitig auf vielen Ebenen berechnet. Und im vierten und letzten Schritt sagt das Modell dann das nächste Token voraus. Also der eigentliche Arbeitsauftrag eines LLM lautet erstaunlich schlicht: Welches Token kommt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit als nächstes? Beispiel: Richard Wagner komponierte den. So, jetzt gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten. Ring, Kaffee, Flugzeug, Parsifal. Und Sie werden unschwer erkennen, dass Ring und Parsifal vermutlich wahrscheinlicher sind als Kaffee und Flugzeug.
Also das Modell berechnet schlicht Wahrscheinlichkeiten und wählt anschließend das nächste Token aus. Danach beginnt derselbe Prozess erneut von vorne. So lernt die KI und so entsteht Wort für Wort ein vollständiger Text bzw. eine Bildsprache. Hier das Ganze nochmal im ganzen Satz für Sie zusammengefasst. Darüber können Sie jetzt nachdenken. Interessante Frage, warum entstehen auf diese Weise so gute Antworten? Ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen. Also KI bringt ja manchmal wirklich Erstaunliches zustande, denn aus der scheinbar einfachen Aufgabe entwickelt sich etwas sehr Komplexes, denn während des Trainings entstehen innere Repräsentationen für Grammatik, Stil, Logik, Argumentationsstrukturen, mathematische Beziehungen, für den Programmcode, sogar gewisse Formen des Analogieschließens. Und am Ende kann die KI sogar ihre eigenen Prompts, ihre eigenen Befehle für sich selber generieren. Das heißt also, diese Fähigkeiten werden von niemandem im Einzelnen programmiert. Man neigt immer dazu zu unterstellen, dass das, was Sie da sehen, da muss doch irgendwer was gemacht haben. Das muss doch irgendwer programmiert haben. Irgendwer muss doch der Maschine gesagt haben, was sie machen soll. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Die Maschine macht das selber. Also niemand programmiert diese Fähigkeiten einzeln, sondern sie entstehen als sogenannte emergente Eigenschaften eines sehr großen neuronalen Netzes. Aber die Kommunikation im Sinne einer Verständigung wird durch die KI lediglich simuliert, hat aber deren originäre Strukturen. Stellt sich also die Frage, versteht ein LLM etwas? Versteht es die Welt in unserem Sinne von Verständnis? Hier gehen die philosophischen Meinungen tatsächlich auseinander. Ausgehend von dem sogenannten Turing-Test, entwickelt oder eine Idee des britischen Mathematikers, Logikers, Kryptologen und einem der Begründer der theoretischen Informatik sowie Wegbereiter der modernen künstlichen Intelligenz, Alan Turing, der lebte von 1912 bis 1954 und sagte im Jahr 1950, das ist seine These, wenn ein Mensch in einem Gespräch eine Maschine nicht zuverlässig von einem Menschen unterscheiden kann, dann ist es sinnvoll, ihr Intelligenz und/oder Bewusstsein zuzuschreiben, unabhängig davon, ob wir wissen, was in ihr vor sich geht. Also alleine die Phänomenologie, dass wir nicht mehr unterscheiden können, kommuniziere ich mit einem Menschen oder einer Maschine, ja, mit einem Bot oder mit jemandem an der Hotline, der da sitzt und im Chat Antworten eingeht, ist nach Turing der Grund anzunehmen, dass es sich hier um eine Maschine mit Bewusstsein handelt. Turing diskutiert aber nachdrücklich auch den Einwand dagegen, denn wir haben es schon gesagt, eine Maschine kann niemals wirklich fühlen, verstehen oder bewusst sein. So zitierte er sinngemäß die Auffassung, dass eine Maschine erst dann denken könne, wenn sie etwa ein Sonett schreibe, weil sie die Gefühle tatsächlich erlebt und nicht bloß, weil sie entsprechend programmiert wurde. Turings Antwort war pragmatisch. Diese Forderung nämlich sei unerfüllbar, denn wir können ja auch bei Menschen nie direkt überprüfen, ob sie tatsächlich das empfinden, was sie tun oder hervorbringen. Würde man diesen Maßstab anlegen, müsste man letztlich auch das Denken anderer Menschen bezweifeln. Klammer auf, scheint ja auch manchmal berechtigt zu sein. Klammer zu. Aus heutiger Sicht kann man zu Turing sagen, dass man ihn weder als Verfechter noch als Gegner eines Maschinenbewusstseins einordnen kann. Er trennte vielmehr zwei Fragen, die unterschiedlich beantwortet werden. Erstens, kann eine Maschine intelligentes Verhalten zeigen? Die Antwort ist ja, kann sie. Zweitens, hat die Maschine subjektives Erleben, also Bewusstsein? Darüber können wir keine verlässliche Aussage treffen, weil wir es auch beim Menschen nicht überprüfen können, ob der, mit dem ich rede, wirklich ein Bewusstsein im Sinne eines subjektiven Erlebens hat. Ich gehe davon aus, aber manche Annahme geht ja leider fehl.
Und diese Trennung prägt die KI-Philosophie bis heute. Während heutige große Sprachmodelle beeindruckende sprachliche Leistungen zeigen, sehen die meisten Forschenden darin keinen Beleg für Bewusstsein. Sie unterscheiden klar zwischen sogenannter funktionaler Intelligenz, also was ein System leisten kann, und phänomenalem Bewusstsein, also ob es überhaupt etwas gibt, das sich für das System wie etwas anfühlt. Interessanterweise ist diese Frage auch für den Menschen offen. Die Neurowissenschaft kann viele Funktionen des Gehirns erklären, aber warum aus physikalischen und biologischen, chemischen Prozessen subjektives Erleben entsteht, das sogenannte harte Problem des Bewusstseins, ist bis heute ungelöst. Genau deshalb wirkt Turings methodischer Ansatz auch nach über 75 Jahren noch erstaunlich aktuell. Also ein LLM, halten wir fest, besitzt kein Bewusstsein, keine Wahrnehmung, keine Gefühle, keine eigenen Ziele, es erlebt nichts. Dennoch repräsentiert es erstaunlich viel Wissen über die Welt in seinen mathematischen Strukturen. Manche Philosophen vergleichen dies mit einer sehr detaillierten Landkarte. Eine Landkarte enthält ja äußerst viele Informationen über ein Gebiet, ist aber nicht das Gebiet selbst. Und da ergibt sich eine interessante Parallele zur Partitur. Denn auch eine Partitur enthält ja das gesamte Potenzial eines Musikdramas. Sie legt Töne, Dynamik und Tempoangaben fest, aber sie ist natürlich noch keine Aufführung. Sie können eine Partitur schütteln, wie Sie wollen, es wird nie ein Ton rausfallen. Als System von Zeichen bleibt sie also abstrakt. Erst Dirigenten, Sänger, Orchester und Publikum machen aus Papier und Tinte ein lebendiges Ereignis. Ein LLM nun ähnelt in gewisser Weise einer solchen Partitur, allerdings einer mathematischen. In seinen Milliarden von Parametern ist kein fertiger Text gespeichert. Stattdessen enthält es ein gewaltiges Potenzial sprachlicher Möglichkeiten. Erst im Dialog wird daraus eine konkrete Antwort. Jede Eingabe des Nutzers, die auch von der KI selber stammen kann, lenkt den weiteren Verlauf, ähnlich wie die Interpretation einer Partitur den Klang eines Werkes formt. Allerdings, eine Partitur wurde, wie wir wissen oder vermuten, von einem Komponisten mit einer künstlerischen Intention geschaffen, in unserem Falle Richard Wagner. Ein LLM dagegen besitzt keine eigene Intention. Es generiert Sprache oder wie hier Bilder auf Grundlage gelernter Muster und den aktuellen Prompts. Gerade deshalb ist der Mensch im Dialog nicht bloß Empfänger, sondern Mitgestalter des Ergebnisses. Der amerikanische Romancier Richard Dooling sagte es so, Zitat, LLM sind wie gewaltige Webstühle. Sie verarbeiten Textfäden aus riesigen Datenzentren zu einem Gobelin des Vertrauten, was andere schon geschrieben haben. Und in der Tat, KI kennt ja immer nur Vergangenheit. Sie kann immer nur auf das zugreifen, was schon da ist. Nicht, KI hat keine Zukunft, ja, kennt keine Zukunft. So kann KI auch weder Freude noch Schmerz fühlen, weder Triumph noch Trauer. KI hat weder Bewusstsein noch Fantasie. Die Hervorbringungen der KI unterliegen keiner schöpferischen Absicht und keinem Gestaltungswillen. Daher entzieht sie sich auch der Kritik als menschliche Wahrnehmung. Sie können KI nicht kritisieren, weil Kritik von lateinisch kriteion, griechisch kriteion, unterscheiden, das kann die KI nicht. Kritisieren kann man allenfalls den Einsatz technischer Mittel im Theater an und für sich. Aber das ist auch nicht neu. Die Älteren unter uns erinnern sich zum Beispiel in den 1980er Jahren, es gab immer so Trends, ja, in den 1980er Jahren zum Beispiel Laser. Ja, hatten wir dauernd Laser. Hier, Harry Kupfer, Ring, Laser, alles aus Laser. Wieder völlig weg vom Fenster. Ja. Was bedeutet das nun für unsere gegenwärtige Produktion des Ring? Wie wird jetzt hier KI eingesetzt? Wie funktioniert das? Wie ist das Konzept?
Zunächst einmal ist natürlich die Implikation moderner digitaler Technologie eine Herausforderung, aber auch natürlich ein Reiz. Bayreuth, hier das Festspielhaus, wurde ja geschaffen als Alternative Richard Wagners zum Theater seiner Zeit. Es war geschaffen als Theater der Avantgarde. Ja? Nietzsche schrieb ja seine vierte unzeitgemäße Betrachtung über Richard Wagner in Bayreuth. Eine unzeitgemäße Betrachtung. Also die Unzeitgemäßheit ist sozusagen diesem Theater, diesem Festspielunternehmen genuin eingeschrieben. Unzeitgemäß bedeutet aber auch unzeitgeistig. Ja? Der Auftrag dieses Hauses ist es, alles das zu machen, was nicht Zeitgeist ist. Wer dem Zeitgeist hinterherläuft, sieht ihn meistens nur von hinten. Das muss man, das muss man verstehen. Das ist sozusagen der avantgardistische Auftrag von Bayreuth. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber diskutieren, was Avantgarde eigentlich ist. Was ist das Neue, das wir nach Richard Wagner als Kinder machen sollen? Kinder macht Neues. Was ist neu? Was ist avantgardistisch? Gar nicht so einfach. Aber so weiterzumachen, wie man es schon seit 40 Jahren gemacht hat, ist sicherlich keine Avantgarde. Und deswegen ist die Implikation digitaler Medien natürlich ein ästhetischer Auftrag. Zu sehen, was geht denn damit? Theater ist immer Experiment und jedes Experiment impliziert die Möglichkeit des Scheiterns. Das ist wichtig. Man darf und muss scheitern, weil, Sie wissen es aus eigener Erfahrung, lernen tut man ja nie, wenn man behaglich auf dem Sofa sitzt, wenn es einem gut geht, sondern man lernt tatsächlich ja nur durch Scheitern, durch Schmerz, durch negative Erfahrungen, durch Irrtümer. Dann entwickelt man auch Resilienz. Alle Eltern sollten das bedenken, wenn sie mit ihren Kindern umgehen. Ja, man darf ja heute auch Kinder nicht mehr im Sport, es dürfen keine Tore mehr geschossen werden, es soll keine Noten mehr geben, man soll sich nicht mehr vergleichen. Ja, das Ergebnis wird sein, dass wir eine Generation von Menschen heranziehen, die keine Resilienz mehr besitzen. Ja, das Ende ist dann, dass man überall möglicherweise auch hier irgendwann Awareness-Teams braucht. Da können Sie dann hingehen, wenn Sie sich nicht gesehen fühlen. Ja? Wenn Sie keine Resilienz haben. Wenn Sie eine haben, dann haben Sie Glück. Dann können Sie im Zweifelsfalle sagen, oh, rechter Scheißdreck war's. Und gut ist. Also, Experiment und Scheitern gehören zusammen. Deswegen haben wir ja auch hier 2023 den Parsifal mit diesen wunderbaren Augmented Reality Brillen gemacht, die jetzt schon wieder abgeschafft sind. Ja, läuft ja dieses Jahr, gibt es nicht mehr. Aber es war natürlich ein ganz wesentliches Experiment zu schauen, kann man mit dieser Technologie der erweiterten Realität, der Augmented Reality, möglicherweise neue Wahrnehmungsdimensionen erschließen. Die Antwort ist klar, ja, kann man. Die Gegenfrage ist, und braucht man es? Also 150 Jahre, Kinder macht Neues. Die Idee dieser Produktion ist dann auch, bitte keine Historiographie zu erzeugen, den Ring nicht als Film aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu zeigen, sondern die Geschichte Bayreuths und alles, was damit zu tun hat, 150 Jahre Ring des Nibelungen in Bayreuth sozusagen dauerhaft zu vergegenwärtigen als eigene Geschichte und als Geschichtlichkeit in Gänze. Ja, also die Geschichte, die 150 Jahre werden nicht sequenziell erzählt. Ja, es war einmal und dann kam der und dann kam das und dann kam da irgendwann der Hitler und dann war alles wieder gut und jetzt ist toll. Nein, also die Geschichte als Ganzes, ganz wichtig. Geschichte ist ein Narrativ. Ja, wir wissen eigentlich gar nichts von der Geschichte, sondern wir erzählen sie uns gegenseitig immer wieder. Ja. Das heißt, die Geschichte ist in unserer Gegenwart gegenständlich, gegenwärtig und zwar als Ganzes. Und der Blick zurück fällt dann immer sozusagen durch dieses Prisma. Ja, wir können heute auf Richard Wagner nicht mehr schauen, als hätte es die Zeit dazwischen nicht gegeben.
Der Blick fällt immer durch die Optik der Geschichte. Wir können Richard Wagner heute nicht mehr hören, als hätte es Furtwängler nicht gegeben, und wir können auf ihn als Ideologen nicht mehr schauen, als hätte es Adolf Hitler nicht gegeben. Das geht nicht. Und zwar nicht, weil wir es nicht wollen. Man würde es manchmal gerne wollen und sagen, auch die gute alte Zeit 1880, Wahnfried, ja, der Meister kommt gleich um die Ecke und alles ist schön und es gab noch keinen Ersten Weltkrieg und keinen Zweiten und keine Shoah und keine deutsche Teilung und keine Mondlandung, gab es alles noch nicht, war doch alles super. Ne? Geht aber nicht. Es liegt ja dazwischen und der Blick fällt so darauf. Deswegen erscheint die Ringszene in Bayreuth ja auf eigentümliche Weise auch immer als eine Art Brennglas des jeweiligen Zeitgeistes. Also es sozusagen als Symbol der jeweiligen Zeit, in der diese Produktionen entstehen. Ganz interessant. Und das ist eben in Gänze in diesem Ring gegenwärtig. Die Idee ist, eine Art Holographie des Bühnenraums zu schaffen und immer auszugehen von vor 150 Jahren, 1876, die Initialzündung des ersten Rings hier in diesem äh, surrealistischen Theater. Deswegen, genau aus diesem Grund, beginnt jede Szene, die Sie sehen, immer mit einem Bühnenbild, einem Bühnenfoto oder einem Bühnenbildentwurf aus dem Ring von 1876. Das ist immer wieder der Ausgangspunkt. Ja? Äh, Und diese historischen Bühnenräume von 1876 bilden dann jeweils die Ausgangspunkte für eine Zeitachse. Das mal ist Ihnen vermutlich aufgefallen. Ich nehme an, dass Sie gestern 18 Uhr als erstes den Entwurf von Josef Hoffmann auf dem Grund des Rheins von 1876 gesehen haben. Schade ist natürlich, dass viele das nicht erkennen, deswegen sage ich es Ihnen. Ja. Technik, es gibt zwei Projektionsflächen, sozusagen zwei Leinwände, das sind keine Leinwände, das sind Projektionsflächen, eine hinten, eine vorne, die ist transparent praktischerweise, weil sonst würden Sie die Sänger nicht sehen, wenn es nicht wäre. Und dazwischen bewegen sich also die Sänger oder wie man heute politisch korrekt sagen müsste, die Singenden. Ja. Es gibt 6 Hochleistungsbeamer, sehr teuer. Ja. 4 davon befinden sich an den Portalen, an den Beleuchtungsbrücken, 2 rechts, 2 links. Einer ist hinten und einer vorne am Boden. Und dadurch entsteht ein räumlicher Eindruck der Bilder, die natürlich zweidimensional sind, aber sie wirken dreidimensional, eben wie ein Hologramm. Die KI steuert aber nicht nur die Beamer, sondern auch die Beleuchtung. Ja. Dafür muss die KI aber auch wissen, wo die Sänger sind. Und wenn Sie weiter vorne sitzen, haben Sie vielleicht gesehen, die haben alle so ein Pong-Pong auf dem Kopf. Das sind Infrarot-Tracker. Oben über der Bühne, über dem Portal hängt eine Infrarotkamera, die trackt also die Sänger. Das heißt, die KI weiß immer, wo die gerade stehen. Eigentlich sollen die sich nicht bewegen. Das wäre am besten. Ja, machen sie aber. Auch die Beleuchtung wird von der KI gesteuert. Also alles ist hier sozusagen aus der Hand gegeben an die KI. Und auf diese Art und Weise wird auch alles das, was von der Bühne kommt, an Musik, an Gesang, fließt eben auch in die KI ein als Information in Echtzeit. Die Kostüme, die Sie gesehen haben, ja so ein bisschen Angry Birds mäßig, ja, Einheitskostüme machen klar, es geht hier nicht um individuelle Figuren, es geht hier nicht um Verkörperung von Rollen, ja, sondern es geht um deren Repräsentation. Und auf die Art und Weise werden die Sänger auf der Bühne zu einer Art Verkörperung des Mythos. So will das verstanden sein. Ja, also nicht da ist der Siegmund und da ist die Sieglinde, sondern das sind Repräsentanten dieser Rollen und zwar durch alle Zeiten und damit Verkörperungen des Mythos. Es gibt konzeptionell 3 Ebenen, die sich überlagern in den Bildern. Das ist einmal das Werk selbst, der Ring des Nibelungen. Das ist die Bayreuther Aufführungsgeschichte des Werks. Und das ist die Zeitgeschichte
Sie werden vielleicht etwas verstört das ein oder andere zeitgeschichtliche Bild auch gesehen haben schon. Erkläre ich Ihnen gleich warum. Wie gesagt, die KI generiert auch ihre eigenen Prompts. Also Prompt ist ja die sogenannte Eingabeaufforderung, der Befehl an das, was die KI leisten soll. Was ist ein Prompt? Das ist eben eine Anweisung in Form von Text, einer Frage, einer Bildidee zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Und je klarer, detaillierter und eindeutiger ein Prompt formuliert ist, desto präziser ist das ausgegebene Ergebnis der künstlichen Intelligenz. Prompts enthalten also eine Aufgabe, also die genaue Anweisung, was die KI tun soll, den Kontext, Hintergrundinformationen, die Rolle, also Vorgaben, aus welcher Perspektive die KI antworten soll, Format zur Form und dem Stil der Antwort. Und auf diese Weise können die verschiedenen Vektoren auch kontextualisiert werden. Prompt Engineering macht die KI auch selber. Also mit anderen Worten, hier arbeitet eigentlich gar keiner mehr. Ja? Also vor der Bühne, auf der Bühne schon. Auf die Art und Weise entstehen multiple Bildebenen mit verschiedenen Schichten. Es gibt zum einen einen Bilderpool, also die KI holt sich nicht etwa Bilder spontan irgendwo aus dem Internet. Da würde wahrscheinlich nur Blödsinn entstehen oder irgendwas Unangemessenes. Es gibt einen Bilderpool, aus dem sich die KI bedient mit konkreten Fotos aus der Zeitgeschichte der letzten 150 Jahre, aber auch abstrakte Strukturen. Es gibt weiterhin Bilder aller Bayreuther Ringinszenierungen seit 1876. Also es ist ratsam, vorher die zweibändige Folianten-Festspielgeschichte von Oswald Georg Bauer zu studieren, eingehend, damit Sie die Bilder auch erkennen, weil die sind manchmal auch nur angedeutet und abstrakt. Für Leute wie mich ist das toll. Ja? Ach, die Brücke von Rosalie 1994, super. Ja? Kennen Sie natürlich alle noch. Ja? Wieland, Wagner, es kommen alle Ringe vor, Tankred Dorst, herrlich. Und teilweise wirklich auch nur als Anspielungen, also die Aufführungsgeschichte. Jetzt wurden in die Partitur, die ja nicht unbeträchtlich lang ist, ja, 14,5 Stunden etwa, 16 Stunden, da muss der Dirigent schon sehr langsam sein, 14,5 Stunden etwa von Rheingold S-Dur bis Götterdämmerung G-Dur am Ende. Da sind etwa 255 sogenannte Cues eingebaut, Cues, Einschnitte sozusagen, und zwar immer bei neuen szenischen oder musikalischen Situationen. Also immer, wenn irgendeine Figur auftritt oder abgeht, ja, ist ein Cue, dann weiß die künstliche Intelligenz, ein neuer Prompt ist fällig, jetzt muss ich was tun, jetzt kommt eine neue Situation. Ja, ich hoffe, Sie können das einigermaßen lesen. Ich habe die 4 Werke da mal hingemalt. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes noch, die dritte Schicht, eben die Zeitgeschichte, von 1876 bis heute als eine Art Vektor für die Bildgebung von Anfang bis Ende des Ring. Man hat nämlich die Partitur, die 14,5 Stunden, auf die 150 Jahre gerechnet. Ja, wenn man 14,5 Stunden, hier habe ich mal unten die Minuten angegeben, damit Sie mal sehen, wie viele Minuten Sie hier tatsächlich verbringen bis zum Ende, und oben drüber die Zeitachse von 1876 bis 2026. Und wenn man die 150 Jahre auf die 14,5 Stunden des Ring runterrechnet, dann ist erstaunlicherweise ungefähr alle 6 Minuten Silvester. Ja? Also nach 6 Minuten sind wir dann im Jahr 1877. Nach 12 Minuten im Jahr 1878 und so weiter. Und zwar, das passiert völlig unabhängig von Szene und Musik. Das geht wirklich sklavisch nach Uhr. So, jetzt hat der Dramaturg zu Anfang jedes Cues ein Bildmotiv ausgewählt. Und zwar zum Jahreswechsel und zu den jeweiligen Miniszenenwechsel, auch den musikalischen Wechseln. Also es ist der KI schon viel an Bildmotiven vorgegeben. Ja? Zum Beispiel werden Sie damit rechnen können, ich weiß nicht, ob es passiert, aber in der Generalprobe war das so, ist bei der Wahlküre etwa nach 12 Minuten, also gegen 16:12 Uhr,
ja, erscheint plötzlich ein Bild von Thomas Mann. Warum nun dies? Die Belesenen unter Ihnen werden vermuten, ja, Welsungenblut, ja klar. Nee, falsch. Die KI hat sich den Prompt generiert. Wir müssen wieder die Zeitachse berücksichtigen. Ja. Wir sind am Ende des Rheingold, ungefähr 150 Minuten sind wir, wer gut im Kopf rechnen ist, kann das sofort ausrechnen, sind wir im Jahr 1901 angekommen. Ja. Das heißt, da geht es mit der Walküre dann weiter. Das heißt, nach 12 Minuten sind wir logischerweise im Jahr 1903. Und da fragte sich jetzt die künstliche Intelligenz, was war 1903 das Hauptthema bei den Pausengesprächen am grünen Hügel? Und das wissen Sie natürlich alle, worüber die Leute 1903 hier gesprochen haben. Sie werden es nicht glauben. Nicht über den Golfclub, nicht über den letzten Urlaub oder wo gehen wir hinterher hin oder warum überhaupt das hier alles und wie teuer das war. Nein, die Leute sprachen über die bevorstehende Erstausgabe der Buddenbrooks von Thomas Mann in einem Band. Das sollte zu denken geben, meine Damen und Herren. Also überlegen Sie sich gut, worüber Sie heute in der ersten Pause reden wollen. Und deswegen erscheint da Thomas Mann. Ja? Irgendwann war BSE, viel später BSE, und da kommt eine Kuh zum Beispiel. Ja? Jetzt werden Sie sagen, ja, und das soll ich jetzt wissen, das soll ich jetzt verstehen. Nein, das müssen Sie nicht wissen, das müssen Sie auch nicht verstehen. Aber das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Also, es könnte aber auch zum Beispiel bei 1903 nach 12 Minuten, könnte auch Otto Weininger kommen. Ja? Weil 1903 ist ein wunderbares Buch Geschlecht und Charakter erschienen. Ja? Das war auch ein Thema am grünen Hügel. Nicht so sehr wie Thomas Mann, aber Otto Weininger war auch ein Thema. Könnte also auch passieren. Ich weiß es nicht. Auf die Art und Weise überlagern sich also die Ebenen und die Vektoren ohne direkte zeitliche und inhaltliche Korrespondenz zueinander zu Text und Musik. Es gibt also keinen stringenten, logischen oder semantischen Symbolraum, sondern eher so etwas wie eine Kombination, Verarbeitung, Verfremdung oder Ahnungen, metaphorische Assoziationen von Bildern. Und woher kennen wir nun das? Ist vielleicht Ihnen auch schon so gegangen, als Sie jetzt das Rheingold gesehen haben. Meine Damen und Herren, das sind Traumbilder. Ja? Wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, wie träumt man? Sigmund Freud hat uns das erklärt. Wie entstehen Traumbilder? Es gibt Tagesreste, ja, irgendwelche Bilder, Erlebnisse, Emotionen, die lagern irgendwo und die sacken dann ins Unterbewusstsein und werden dann im Schlaf durch Verschiebung und Verdichtung zu diesen manchmal grotesken, manchmal komischen, manchmal beängstigenden Bildern. Ja, das, was eigentlich zentral war, geht an den Rand. Alles ist so ein bisschen undeutlich. Ja, plötzlich gibt es einen Cut und man ist plötzlich ganz woanders. Und manchmal ist es konkret, manchmal ist es nicht deutlich und das Ganze verändert sich auch dauernd. Es morpht sozusagen, sodass man morgens aufwacht und denkt, um Gottes Willen, was war denn das heute Nacht? Ja? Und genauso ist das hier auch. Also die Bilder morphen, sie wechseln laufend die Gestalt und morphen ist der richtige Ausdruck. Das kommt vom Traumgott Morpheus und Morpheus ist ja auch im Griechischen der Gestaltbildner. Der Gestaltbildner. Insofern das Morphen, der Morpheus, der Gestaltbildner. Die Sänger erscheinen also auch als diese mythischen Traumbildner, die dem Jürgen des Traums, den wir hier in Bildern sehen. Also wir haben keine Inszenierung, nochmal. Jede Vorstellung ist ein Unikat und damit thematisiert sich in gewisser Weise ja auch das Theater als ephemere Kunst selbst. Denn das Theaterkunstwerk existiert ja immer und ausschließlich nur in der unmittelbaren Gegenwart der Vorstellung. Ja, wenn der Vorhang aufgeht, geht Theaterkunstwerk los. Wenn der Vorhang zugeht, ist Theaterkunstwerk zu Ende. Theater hat als Kunstwerk keine Vergangenheit und keine Zukunft, nur und ausschließlich Gegenwart. Sie ist ephemer, sie ist vergänglich. Und genau dieses wird durch die Vergänglichkeit der hier generierten Bilder auch thematisiert. Wir können also sagen,
Ausgehend von den gesetzten Bildern träumt die Maschine über diese Bilder. Es sind Traumbilder, die die Maschine träumend generiert und wir, beziehungsweise Sie, ich habe es schon hinter mir, Sie sehen der Maschine beim Träumen zu. Und diese Traumbilder sind genauso wie unsere Traumbilder nicht immer zu ergründen, es sei denn, Sie legen sich für viele Wochen auf die Couch eines Psychiaters. Dann manchmal, aber auch nicht immer. Problem, man sucht natürlich unwillkürlich nach Sinn und Bedeutung durch Interpretation. Sie kennen Leetspeak, hier ein Beispiel, das ist in der Hackerszene entwickelt worden, um Systeme auszutricksen, die nach Zeichenketten suchen. Und diesen Text hier werden Sie trotz allem vermutlich problemlos lesen können. Ja? Das ist ein Interpretationsvorgang. Also Sie ersetzen sozusagen die Zahlen automatisch durch die richtigen Buchstaben. Und so ist es hier auch. Sie versuchen, wie bei der assoziativen Entschlüsselung von Leetspeak, durch Interpretation, Ergänzung und Assoziation Sinn und Bedeutung zu ergründen, den Bildern, die Sie sehen, Sinn und Bedeutung zuzuschreiben, Bezüge zu Text und Musik herzustellen. Man kann ja nicht interpretieren. Wahrnehmung ist immer Interpretation. Jede Wahrnehmung ist Interpretation. Und das ist natürlich anspruchsvoll, denn die KI spricht ihre eigene Sprache, ihre eigene Bildsprache. Manchmal ist es Chinesisch. Das heißt, wir werden fragen, was ist jetzt die produktive Haltung? Wie gehe ich jetzt damit um? Sie kennen vielleicht den letzten Film von Stanley Kubrick mit dem schönen Titel Eyes Wide Shut, die Augen weit geschlossen. Das ist eine Empfehlung, mit dieser Produktion gut umzugehen. Die Augen weit geöffnet, geschlossen zu halten, ja, und das Hirn auch mal ruhen zu lassen und einfach wirken zu lassen. Sonst geht es Ihnen vermutlich wie mir, dann sind Sie nach der Götterdämmerung fix und fertig. Es entsteht also keine Parabel, keine Interpretation im Sinne von semantischer Deutung, nicht mal ein Narrativ, auch keine Illustration von Text und Musik, sondern eine ganz eigenständige Bildebene vor dem Hintergrund von 150 Jahren Inszenierungs- und Zeitgeschichte. Sie werden am Ende also alle denselben einmaligen Ring gesehen und zugleich wird jeder von ihnen beim Betrachten des Träumens der Maschine seinen eigenen Traum von 150 Jahren Ring in Bayreuth erlebt und geträumt haben. Und wenn am Ende die Einsicht steht, dass das menschliche Genie Richard Wagners immer noch größer ist als die künstliche Intelligenz, dann ist auch das natürlich eine gewinnbringende Erkenntnis. Zu danken ist wie immer der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth für die Ermöglichung dieses vormittäglichen KI-Oberseminars. Ich danke Ihnen fürs Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und wünsche Ihnen heute bei der Walküre schönes Träumen mit weit geöffneten, geschlossenen Augen. Vielen Dank. Dankeschön.